und Leonie von Randow ist für uns in Berlin und wird das einordnen. Und Leonie, wegen des Ampeldesasters bei den Wahlen im Osten, wie wichtig ist es daher besonders für SPD und Grüne und die FDP, dass es bei dem Migrationsgipfel einen Durchbruch gibt? Schönen guten Morgen. Das ganze Thema Flüchtlinge und Migration, das war ein ganz bestimmendes Thema im Wahlkampf und auch dann am Ende bei der Abstimmung. Gucken wir mal nach Sachsen und Thüringen auf die Zahlen. Dann hat die Ampel in Sachsen insgesamt rund 13% bekommen, in Thüringen rund 10%, also eine deutliche Abstrafung. Und das Thema Migration, das hat eben ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Ampel geschwächt worden ist und auf der anderen Seite der rechte Rand, die AfD und auch das BSW, was ja auch sehr migrationskritisch ist, so stark abgeschnitten haben. Deshalb ist natürlich jetzt die Bundesregierung noch einmal ganz besonders unter Zugzwang. Die nächste Landtagswahl, die ist ja auch schon in 2 Wochen dann dran in Brandenburg am 22. September. Und natürlich möchte man idealerweise noch vor diesen so wichtigen Wahlen wieder im Osten ein gutes Ergebnis präsentieren können. Das dürfte allerdings ziemlich schwer werden, denn die 3 Koalitionspartner, die liegen wieder weit auseinander. Die FDP oder FDP-Chef Christian Lindner, der hat bereits angekündigt, es dürfe keine Denkverbote geben. Man müsse notfalls auch ran an das europäische Recht oder sogar an das Grundgesetz. Und auf der anderen Seite stehen aber eben die Grünen, die sich eben doch sehr schwer tun mit den Forderungen der Union, die ja eben zum Beispiel auch eine Zurückweisung an den deutschen Grenzen fordern. Nun hat ja Friedrich Merz, der CDU-Chef, den Druck wahnsinnig erhöht auf die Ampel in diesen Fragen, jetzt ja auch um diesen Gipfel herum. Also wird es ihm weiterhin auch gelingen, die Ampel in der Migration vor sich herzutreiben? Friedrich Merz hat ganz klar gesagt, das, was die Ampel da bisher so vorschlägt, das reicht nicht aus. Also das Waffenrecht zu verschärfen beispielsweise oder bei Abschiebungen besser zu werden. Er sagt, der Zustrom, der muss eben dringend beendet werden. Und das ist sozusagen der Knackpunkt, wo die Union und die Ampel bisher noch recht weit auseinander liegen. Es ist da eine ganze Reihe von Forderungen von Seiten der Union, auch aus den Ländern, aufgestellt worden, was jetzt alles passieren muss. Also eben zum Beispiel, dass auch nach Syrien insgesamt abgeschoben werden darf, dass Gefährder und Straftäter, die einen Doppelpass haben, ihre deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, dass es aber auch insgesamt viel mehr Kapazitäten geben muss für die Abschiebehaft beispielsweise. Vor allen Dingen aber der ganz entscheidende Punkt, Zurückweisungen an den deutschen Grenzen und auch weiterhin Grenzkontrollen. Insofern, die Union treibt hier die Regierung weiterhin vor sich her und baut mächtig Druck auf. Leonie, danke für den Moment.